Brandoltner, danke, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch nehmen. Sehr gerne. Sie sind Vorstandsvorsitzender der A1 Telekom Austria, Österreichs führenden Kommunikationsanbieter. Die A1 Telekom Austria setzt sehr stark auf 5G, sowohl in der Kommunikation als auch in ihrer Strategie. Wie können sich Unternehmen auf 5G vorbereiten? 5G, auch im Unterschied zu den Vorgängergenerationen, wird uns viel zusätzliche Werkzeuge in unseren Werkzeugkoffer, in unseren virtuellen Werkzeugkoffer, wenn Sie so wollen, geben. Und dazu ist es wichtig zu verstehen, was sind die Eigenschaften von 5G. Erstens, 5G wird uns wieder mal deutlich mehr Bandbreite bringen, so wie wir das schon von 3G und 4G erlebt haben. 5G wird es aber auch ermöglichen, viel mehr Endgeräte anzuschließen. Wir reden da von ungefähr 1 Million Endgeräte pro Quadratkilometer. Umgerechnet auf Wien wären das über 400 Millionen Endgeräte allein auf der Fläche von Wien. Das sind ungeahnte neue Möglichkeiten, die wir haben, und die brauchen wir für das Internet der Dinge, weil wir jetzt eben all dasjenige vernetzen können, was in irgendeiner Form vernetzbar ist. 5G wird ganz kurze Latenzzeiten oder Reaktionszeiten mit sich bringen. Das Netz wird viel unmittelbarer auf Eingaben, auf Signale reagieren, und das hat hohe Relevanz bei praktischen Anwendungsfällen, wie zum Beispiel der Steuerung von entfernten Robotern oder von Augmented und Virtual Reality Anwendungen. Denken Sie zum Beispiel an das autonome Fahren, das auf Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz, in der Sensorik, in der Vernetzung und in vielen anderen mehr zurückgreift, um wirklich einen großen Schritt in der Mobilität zu machen. Und Ähnliches werden wir sehen bei Drohnen, bei Flugtaxis, aber auch in ganz anderen Bereichen, wie zum Beispiel im medizinischen Bereich, wo wir aufgrund der vielfach der exponentiell wachsenden und zur Verfügung stehenden Datenmengen und den neuen Möglichkeiten, die zu verarbeiten und zu nutzen, zu ganz spannenden neuen medizinischen Erkenntnissen gelangen werden, die im Umkehrschluss eines neuen Regulariums bedürfen, einer ethischen Diskussion bedürfen, wie man dann tatsächlich auch damit umgeht. Wie weit ist es eine strategische Frage für Unternehmen, genau in dem Bereich aktiv zu werden? Ich glaube, was Unternehmen verstehen müssen, ist, dass sich ihnen durch neue Technologien neue Möglichkeiten eröffnen oder Hemmschwellen weggenommen werden, die früher existiert haben, die heute nicht mehr existieren. Und dass sich hier ganz neue Möglichkeiten entwickeln, Prozesse effizienter zu gestalten, damit Kosten zu senken, aber insbesondere auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wie kann man mit diesen Befürchtungen umgehen, was Datensicherheit betrifft, was Überwachung betrifft, die ja sehr häufig im Kontext von Smart Homes, Smart Health, aber auch Digitalisierung allgemein genannt werden? Ganz konkret auf digitale Technologien angesprochen, glaube ich, ist gerade in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Regulatorisch, Stichwort Datenschutzgrundverordnung, in den Unternehmen. Wir setzen enormen Aufwand dahinter, unsere eigenen Daten abzusichern, unsere Kunden darüber zu informieren, wie mit den Daten umgegangen wird, die Kunden auch entsprechend zu empowern mit Opt-in, Opt-out-Lösungen. Natürlich wahnsinnig viel in der Cybersecurity ab. Wir stellen unser Cybersecurity-Know-how aber auch unseren Kundinnen und Kunden zur Verfügung und vieles andere mehr. Das sind große Maßnahmenpakete, die es eben ermöglichen, diese neuen Technologien auch erfolgreich ins Feld zu bringen. Es gibt Dinge, die versuchen wir darüber hinaus zu leisten, zum Beispiel im Bildungsbereich mit dem Internet für alle Campus. Wir haben in den vergangenen Jahren 180.000 Menschen in dieser Größenordnung geschult im Umgang mit diesen neuen Technologien. Seniorinnen und Senioren, Kinder, Eltern und Pädagoginnen, weil wir eben glauben, dass Bildung die wichtigste Voraussetzung ist, um mit solchen neuen Technologien umgehen zu können. Aber es wird darüber hinaus auch in der Gesellschaft, in der Politik und in vielen anderen Bereichen noch viel Diskurs brauchen und viel sozusagen wesentliche Entscheidungen, was diese Rahmenbedingungen betrifft. Digitale Technologien werden als Erfolgsfaktor im globalen Wettbewerb gesehen, für einzelne Unternehmen, für ganze Länder, für Europa. In welchen Bereichen der Digitalisierung hat Europa wirkliche Wettbewerbsvorteile? Wir haben eindeutig Stärken in Europa. Wir haben sehr, sehr stabile, manchmal zu stabile, muss man ehrlicherweise sagen, im Sinne von träge, aber grundsätzlich sehr stabile Rahmenbedingungen. Rechtliche Rahmenbedingungen, politische Rahmenbedingungen, soziale Rahmenbedingungen. Wir haben by and large immer noch eine hoch ausgebildete Bevölkerung.
Wir haben in vielen Bereichen führende Unternehmen. Wir haben allen Unkenrufen zum Trotz trotzdem noch die führendsten Automobilkonzerne. Die stehen vor einer großen Transformation, ohne Zweifel. Aber als Ausgangspunkt ist es immer noch besser, diese zu haben, als diese nicht zu haben. Wir haben den größten Lebensmittelkonzern, wir haben den größten Chemiekonzerne, wir haben ganz großartige Telekom-Konzerne im Übrigen. Oder denken Sie auch an die momentan medial sehr stark geführte Diskussion zum Thema Telekom-Infrastrukturausrüster, wo die mediale Headline ist USA gegen China. In der Sache ist es hier in erster Linie ein Wettbewerb zwischen zwei chinesischen und zwei europäischen Unternehmen. Ich glaube, wo Europa tatsächlich nach wie vor sehr stark ist, ist im industriellen Bereich, in der produzierenden Industrie. Es gibt Studien im Bereich Internet der Dinge, dass Europa hier insbesondere den USA, Stichwort Industrial Internet of Things oder Industrie 4.0, weit voraus ist und auch sich deutlich schneller entwickelt als die USA. Ich glaube, wir haben nach wie vor große Stärke im kreativen Bereich und wir sollten uns in Europa noch auf ein paar andere, sage ich jetzt einmal, Kernbereiche fokussieren, die vielversprechend sind. In Österreich gerade ein spannendes Thema, zum Beispiel Quantenkryptographie. Es gibt sicherlich noch einige andere Nischen, die unterbeleuchtet sind und wo man einfach sozusagen auch einen stärkeren Fokus drauf legen sollte. Gibt es Ihrer Ansicht nach eine Art Digitalisierung European Style, die also europäische Werte und europäische Wettbewerbsposition zusammendenkt? Ich glaube, wir haben es als Unternehmen und als Gesellschaft viel stärker gelernt, Datenschutz von Anfang an mitzudenken, Stichwort Privacy by Design. Ich glaube, es gibt auch erste positive Ansätze, diese Dinge zu exportieren, also Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel international zu exportieren und als einen Standard zu machen, als einen internationalen Standard zu machen. Wichtig in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, einfach das richtige Augenmaß zu bewahren. Auf der einen Seite bei uns in unseren Räumen das Kind regulatorisch nicht mit dem Bade auszuschütten und sozusagen zu viele Fesseln anzulegen, sondern auch unternehmerischen Freiraum und Gestaltungsraum zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite aber trotzdem Standards zu setzen, die auch in internationalen Handelsgesprächen zum Beispiel exportierbar sind. Welche Rahmenbedingungen oder Akzente könnte Europa da noch setzen, um seine globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken? Ich glaube, es ist in der Tat in erster Linie eine Mindset-Frage und das Verständnis dafür, das europäische Modell sehr stark auf Wohlstand und damit auf wirtschaftlicher Stärke aufbaut. Im Unterschied zu anderen, die sehr stark auf militärischer Stärke oder sehr stark auf autokratischen Strukturen aufgebaut haben. Das europäische Modell ist ein Modell, das auf wirtschaftlicher Dominanz aufgebaut hat. Und wir müssen aufpassen in Europa, dass wir uns nicht so sehr damit beschäftigen, diese wirtschaftliche Dominanz oder diesen Wohlstand, den wir in der Vergangenheit erreicht haben, defensiv abzusichern, sondern dass wir uns auch heute aufstellen, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit auch in 5 oder 10 oder 15 Jahren sichergestellt zu haben. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Mindset-Wechsel, den ich heute in Europa noch nicht so sehe. Wenn wir das schaffen, dann kommen alle anderen Dinge, finde ich, glaube ich, automatisch. Ja? Weil dann reden wir automatisch über eine andere Wettbewerbspolitik. Da reden wir automatisch anders über Regulierung im internationalen Vergleich. Da reden wir automatisch viel stärker darüber, wie wir unser Bildungssystem zukunftsfitter machen können. Und da reden wir automatisch darüber, in welche Bereiche wir jetzt sozusagen aus der Sicht des Managers ein bisschen denken, tendenziell eher deinvestieren müssen und wo in welche Zukunftsthemen unsere Investitionen stärker fließen müssen. Wenn wir in Europa über Technologien und Innovation reden, dass sehr häufig Befürchtungen dominieren, während in China und vor allem in den USA die Chancen dominieren. Wie können wir Mythen entkräften, tragfähiges Vertrauen aufbauen und auf der anderen Seite Vorbehalte auch ernst nehmen? Für uns im Bereich heißt es, das Erwerben von digitalen Kompetenzen in der Tiefe und in der Breite. In der Tiefe natürlich zu schauen, dass wir
führende Experten in den für uns so wichtigen Bereichen wie IT-Skills, wie Data Sciences, wie Cybersecurity und so weiter und so fort haben, künstliche Intelligenz. Aber auch in der Breite, dass möglichst große Anteile an der Bevölkerung zumindest ein Basisverständnis dafür haben, was denn künstliche Intelligenz eigentlich für sie persönlich konkret bedeutet, in welchen Lebensbereichen sie heutzutage vielleicht schon mit künstlicher Intelligenz konfrontiert sind, was künstliche Intelligenz leisten kann und was sie aber nicht leisten kann oder vielleicht auch möglicherweise an Nebeneffekten hat. Stichwort Verstärken von vorhandenen menschlichen Biases. Oder ein anderes Beispiel, digitale Kompetenz im Cybersecurity-Bereich. Wir schicken Kinder in den Verkehrskindergarten und wir lernen es, dass es sinnvoll ist, die Haustüre zuzusperren. Aber wir bräuchten die gleiche Erziehung beim Schutz unserer nicht materiellen Güter, bei den digitalen Werten und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, wo wir noch viel zu langsam sind. Wir versuchen als Unternehmen einen Beitrag zu leisten mit dem Internet für alle Campus, wo wir Gratisschulungen für große Teile der Bevölkerung eben zum Beispiel anbieten. Wir haben im Sommer jetzt zum ersten Mal Coding Camps gemacht. Das ist eine Art Ferienspiel für 10- bis 15-Jährige, bei uns auch am Internet für alle Campus, wo Kinder in den Ferien ihre ersten Gehversuche beim Programmieren machen konnten und so weiter und so fort. Was können Sie Kindern und Jugendlichen im Umgang mit digitalen Technologien konkret raten? Sie selbst sind im Rahmen der Kinderuni Wien aktiv. Sie haben mit Internet für alle und Safer Internet sich beim Thema Kinder und Jugendliche und Digitalisierung sehr engagiert. Technologie als spannende Sache zu begreifen, die ganz viele neue Möglichkeiten bietet, die Neugierde zu wecken oder die Neugierde zu erwerben, Dinge auszuprobieren, festzustellen, dass manche Dinge viel leichter funktionieren, als man sich das vielleicht vor der Hand vorstellt. Gutes Beispiel eben die A1 Coding Camps, das Programmier-Ferienspiel, das wir im Sommer veranstaltet haben. Ich war nach der ersten Woche bei den Kindern und habe mir zeigen lassen, was die in der Woche programmiert haben, an Computerspielen zum Beispiel. Und das war einerseits faszinierend zu sehen, was die wirklich geleistet haben in der Sache, was für tolle Dinge da rausgekommen sind, aber gleichzeitig wie begeistert die bei der Sache waren und wie die dafür gebrannt haben und wie stolz die waren und wie die das hergezeigt haben. Der zweite Punkt ist aber auch die Erziehung darin oder das Verständnis darin, dass der digitale Raum eben kein Paralleluniversum ist, wo artifizielle Wesen agieren, sondern wo halt auch Menschen wie du und ich agieren und wo auch das Gegenüber, selbst wenn es mir nicht physisch gegenüber sitzt, sondern vielleicht sogar unter einem Pseudonym am anderen Ende agiert, aber letztendlich auch ein Mensch dahinter ist und deswegen unsere fundamentalen Werte sich dadurch nicht ändern sollten, sondern im Gegenteil, wir Mittel und Wege finden müssen, wie wir es schaffen, diese fundamentalen Werte, mit denen wir jetzt doch zumindest einige 100 Jahre ganz gut leben konnten, wie wir die auch in dieses neue Zeitalter transformieren können. Danke für das interessante Gespräch. Ich danke.